Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute, aufgrund eurer Nachfragen, geht es um das Thema Wheelie. Jetzt speziell mit der Street Triple. Natürlich lassen sich die Techniken, über die wir sprechen, auch auf andere Motorräder übertragen. Vorneweg habe ich eine Bitte an euch, falls ihr es üben geht, bitte auf dem Parkplatz, abgesperrtes Gelände, keine Ahnung, ihr findet was. Hauptsache nicht im offenen Straßenverkehr, das ist ganz wichtig, gerade wenn ihr am Anfang steht. Nummer 2 ist, tragt eure Schutzkleidung. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich erwähne es hier an dieser Stelle trotzdem mal noch. Falls ihr euch aufs Maul legt, dann seid ihr immerhin relativ gut geschützt und da passiert nichts. Dann fangen wir mal direkt an mit der ersten Technik. Hierzu brauchen wir einfach nur das Gas und natürlich ganz wichtig, Leute, immer den Fuß auf die Fußbremse, um entsprechend auch wieder das Vorderrad runter zu bekommen, falls wir zu weit hochkommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das gerade am Anfang üben. Das Zusammenspiel aus Gas und Fußbremse. Technik Nummer 1 nennt sich Power Wheelie. Geht eben nur über die reine Leistung des Motorrads. Das hat jetzt noch nichts mit Kupplung zu tun, da kommen wir später darauf zu sprechen. Wir fahren an, ganz normal, und geben dann einen kräftigen Gasstoß hier rein. Das geht eigentlich bei diesem Bike relativ gut. Ist natürlich jetzt abhängig, was für ein Motorrad ihr fahrt, ob die im ersten genug Leistung hat, um das Vorderrad hochzukriegen oder nicht. Das kann ich euch nicht sagen, wie das bei eurem Motorrad ist. Aber natürlich bei Bikes mit mehr Leistung geht es hier auch noch im zweiten, dritten, wahrscheinlich auch im vierten Gang entsprechend. Wenn ihr 200 PS habt, sollte es auch funktionieren. Aber ja, wir fangen im ersten an. Also, wir fangen hier mal ganz langsam an und starten einfach im ersten Gang locker rein. Fahren ganz normal an, Kupplung raus und dann geben wir erstmal einen Gasstoß rein. Also ihr fahrt ganz normal an. Und ja, anstatt dass ihr aber hier ganz normal linear beschleunigt, gebt ihr jetzt einen richtigen Stoß rein. Und das hilft eigentlich schon. Das ist schon genug, das Vorderrad leicht hoch zu kriegen. Und dann natürlich auch gleich wieder auf die Fußbremse, Leute. Also könnt es einfach mal üben locker. Einfach leicht erstmal das Vorderrad hoch, hier nur minimal, also tastet euch da langsam ran und dann einfach Gasstoß rein und, oh, das war jetzt ein bisschen viel Fußbremse, dass man es entsprechend wieder runter bekommt. Genau, da kann man sich dann einfach mal so reintasten. Also wenn der Gasstoß euch nicht reicht bei eurer Maschine, könnt ihr auch einfach so minimal die Kupplung mit dazu nehmen. Das wäre dann Technik 2, dass man eben die Kupplung springen lässt. Also ich gehe ins Gas rein und lasse die Kupplung gleichzeitig springen. Im ersten Gang ist sie dann ein bisschen empfindlich, also da würde ich langsam anfangen. Im zweiten Gang wird es besser, also so kriege ich es ja auch im zweiten hoch. Da geht es nicht mehr über Gas, da geht es nur noch über Kupplung. Mir beschlägt dieses scheiß Visier vorne, Alter. Genau, das heißt, wir üben das jetzt auch nochmal im ersten Gang, dass wir hier einfach leicht rein und dann leicht mit der Kupplung, leichte Stöße und dann natürlich auch gleich wieder auf die Fußbremse, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das übt. Leicht hoch, mit dem Fuß wieder runter, einfach, dass ihr den Bewegungsablauf drin habt, weil das ist jetzt hier auch ein bisschen so ein kurzes Stück zum Durchbeschleunigen. Nur übers Gas, da muss man auch ein kleines bisschen am Lenker ziehen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist sie vorne so ein kleines bisschen vorzufedern, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ihr sie jetzt mal reindrückt und dann ein bisschen ziehen, dann sieht man vielleicht schon, wie das Vorderrad auch leicht hochkommt. Das heißt, was ihr natürlich auch machen könnt, ist Gas und dann weg vom Gas, dass sie vorne leicht auch eintaucht und dann eben wieder ins Gas rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Push durch die Federung, die dann wieder rauskommt. Also Gas weg, Federung kommt rein, wieder ans Gas, Federung kommt raus und dann eben mit dem Gas und mit der Kraft von der Federung dann eben das Vorderrad hochzubringen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir machen es jetzt nochmal mit der
Kupplung entsprechend. Das ist eigentlich auch meine liebste Variante. So habe ich auch selbst im ersten Gang, auch wenn sie sich nur mit dem Gas hochnehmen lässt im ersten Gang, ich habe es lieber, wenn ich hier leicht mit der Kupplung dazu gehe. So gerade beim Anfahren, ich fahre raus und lasse dann die Kupplung ein bisschen schneller kommen und gebe hier einen kleinen Gasstoß rein und dann haben wir sie schon oben. Wir fahren an und dann beim Kupplung rauslassen einen kleinen Gasstoß mit reingeben. So mache ich es eigentlich am liebsten. So, das war jetzt mal minimal. Ich hoffe, man hat es gesehen. Und so arbeitet ihr euch eben stückchenweise nach vorne. Am Anfang wird selbst das Minimale sich anfühlen, als würdet ihr gleich mit dem Kennzeichen schleifen. Aber das ist eben noch nicht, also bis zum wirklichen Kipppunkt, Leute, ist noch so viel Platz. Also ich war da selber auch noch nie dran, meiner Meinung nach. Es hat sich mal ab und zu so angefühlt, aber ich glaube, das Gefühl täuscht. Also da geht wesentlich mehr, als man tatsächlich am Anfang denkt. Aber wie gesagt, tastet euch da einfach langsam ran. Langsam aber sicher. Könnt ihr dann auch immer ein bisschen höher kommen. Gucken, dass ihr das Bike gerade habt. Kupplung rein. Gas springen lassen. Und eben dann auch wieder entsprechend vom Gas runtergehen, um die Kiste wieder runter zu kriegen. Aber wie gesagt, erstmal dieses leichte Hochkommen und Bremse üben und anschließend kann man sich dann steigern. Wenn man es im ersten Gang gut hinbekommt, kann man es auch mal im zweiten versuchen und so weiter und so fort. Und eben immer schön auf der Fußbremse bleiben, Leute. Das ist das Wichtigste. Genau. Wir gehen jetzt mal noch auf die Straße, Leute, und gucken uns das im zweiten Gang an, weil da ist definitiv hier nicht genug Platz. Kleiner Nachtrag noch zur Sitzhaltung. Also ich sitze eigentlich relativ normal drauf. Man kann gern, also hier geht ja die Sitzbank bei der Street Triple zumindest hinten so ein bisschen hoch. Ich rutsche da ganz gern mit meinem Arsch so in diese Kuhle rein, dass ich hier so ein bisschen weiter hinten sitze als normalerweise, um eben den Schwerpunkt noch ein bisschen nach hinten zu bringen. Dann geht sie dadurch auch leichter wieder vorne hoch und die Beine einfach kann man gern seitlich ein bisschen an den Tank pressen, um da ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Was mir gerade auch noch einfällt ist, wenn ihr die Kupplung loslasst, dann bitte mit einem, maximal 2 Finger und nicht mit der ganzen Hand, weil die Hand braucht ihr, um euch hier am Lenker festzuhalten. Die Arme dürfen auch gern relativ locker am Lenker sitzen, also nicht durchgestreckt, nicht versteift, einfach locker, so wie ihr normalerweise drauf sitzt. Und dann passt es eigentlich schon. Was es auch für mich ein bisschen leichter gemacht hat am Anfang, ist tatsächlich, wenn es jetzt wie hier, ich hoffe man sieht es, wenn es leicht bergauf geht, dann kommt die Front noch mal ein Stückchen leichter hoch. Also hier erster Gang, Kupplung und zack. Ja, schon mal ein sehr gutes Beispiel, warum man es nicht auf der Straße üben sollte. Wenn man nämlich ein bisschen schief ist und nicht ganz gerade, besteht die Gefahr, dass hier auf die Gegenspur kommt. Deswegen hier auch nochmal der Tipp. Also wenn ich sehe, da vorne kommt Gegenverkehr, dass ich gar nicht erst versuche, einen Wheelie zu ziehen. Jetzt ist hier frei. Gerade Strecke, wir können es im ersten machen. Kupplung einziehen, Gasstoß und Kupplung rauskommen lassen. Also quasi springen lassen, anfahren und hoch. Und dann oben halten. Ja, ihr habt schon gemerkt, das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten wird das Motorrad leichter instabil, das heißt, ihr kommt leichter in irgendwie Kurvengeschichten rein und ihr müsst natürlich auch immer daran denken, ihr müsst auch vorne wieder absetzen und da sollte man möglichst gerade sein. Deswegen ist mir es am Anfang tatsächlich sogar leichter gefallen, das im zweiten Gang zu machen, weil durch die höhere Geschwindigkeit stabilisiert sich das Motorrad mehr und du kommst nicht in so ein Schlackern rein. Im zweiten Gang wird man natürlich halt umso schneller. Das ist natürlich die Gegenseite. Also das muss man natürlich auch im Kopf haben. Also fangt da lieber im ersten an
würde ich empfehlen. Im zweiten Gang, zumindest bei der Maschine, habe ich so als Sweet Spot zwischen 5, 6, 7.000 Umdrehungen um den Dreh, dass ich da die Kupplung dann kommen lasse. Ihr müsst natürlich auch auf die Motorcharakteristik eures Motorrads ein bisschen achten. Wenn ihr halt erst die volle Power bei 16.000 Umdrehungen habt, ja, dann brauche ich nicht bei 3.000 im zweiten, dritten Gang die Kupplung springen lassen, weil da hat der Motor keine Kraft, da kommt sie natürlich dann auch nicht hoch. Deswegen da schon gucken, dass ihr auch eine gewisse Drehzahl habt. Welche Drehzahl das bei eurem Bike sich am besten eignet, das müsst ihr selber herausfinden, das kann ich euch jetzt nicht pauschal sagen. So, also hier wieder, es geht leicht bergauf, das haben wir gern. Da reicht eigentlich nur das Gas, ich mache mal nur Gas und wir sind direkt oben. Auch wieder Praxistipp, wie ihr es gerade gesehen habt, ich habe jetzt eher Gasstöße gegeben, was eigentlich, finde ich, nicht so wirklich gut funktioniert und das auch ziemlich unruhig macht, gerade am Anfang. Man braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis man sich daran gewöhnt, wie sie hochkommt, wie sie wieder runter geht. Und sollte da einfach versuchen, wenn sie oben ist, gleichmäßig das Gas zu halten und nicht hier Gasstöße rein, wie man es aus etlichen Videos kennt, wo es natürlich krass provoziert wird. Hier an Kipppunkt hoch und Gas und wieder weg und wieder Bremse und wieder Gas. Das kann man machen, wenn man es besser kann, aber am Anfang eignet sich wirklich smooth, gleichmäßig da Gas zu geben, sobald sie oben ist. Und das Gas auch ein Stück weit zu halten. Wenn man merkt, sie kommt wieder runter, leicht ein bisschen mehr rein, aber da wirklich mit Gefühl arbeiten. Okay, also hier gerade Strecke. Da müssen wir mal gucken, dass wir auf eine gewisse Drehzahl kommen. 5.000, 6.000 und dann hoch. Jawohl! Ja, Mann. Genau so soll das eigentlich aussehen. Wir haben ja auch, wie ihr seht, freie Strecke, kein Gegenverkehr, daher stört es jetzt nicht unbedingt, wenn ich ein bisschen rübergekommen bin. Ist natürlich nicht ganz so sauber, also achtet wirklich drauf, dass ihr auf eurer Spur bleibt, Leute. Gefährdet da nicht unnötig andere. Ja, ich weiß, das kann man auch zu mir sagen. Also ich bin da auch kein Engel, ich weiß. Aber versucht es einfach so gut wie es geht, das zu vermeiden. Genau, also jetzt habt ihr es auch gesehen im zweiten Gang. Was natürlich jetzt noch der nächste Step wäre dann halt einfach, bevor sie wieder runterkommt, im zweiten noch einen Gang hoch. Das habe ich bisher glaube ich nur einmal geschafft, tatsächlich im Wheelie zu schalten. Da muss ich glaube ich auch wesentlich weiter hochkommen, dass wir sie am Kipppunkt haben, weil wenn ich zum Schalten die Kupplung ziehe, Kraftübertragung logischerweise unterbrochen, das heißt das Vorderrad schnallt es mir wieder runter. Entweder bin ich hier relativ schnell, ziehe die Kupplung, bam, nächster Gang rein und dann auch gleich wieder Gas, um sie oben zu halten. Oder ich habe halt einfach einen Quickshifter und baller die Gänge dann locker easy durch, wenn sie oben ist. Also das stelle ich mir wesentlich angenehmer vor. Jo Freunde, also das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen und konnte euch motivieren, jetzt mal rauszugehen und zu üben. Wobei es natürlich langsam auch viel zu kalt wird, um rauszugehen und zu üben, aber dann eventuell nächstes Jahr wieder. Wie gesagt, macht's auf einem abgesperrten Gelände oder auf einem Parkplatz, wo nichts los ist. Fangt langsam an, Leute, tastet euch langsam ran. Und ja, wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr helft dann nicht nur mir, sondern auch allen anderen, Leute. Und bis dahin sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ride safe und tschüss.